Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und allen Neuen herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne nochmal ein Bild aufbauen, und zwar haben wir die letzten Male ja die Bilder so aufgebaut, dass wir erstmal eine Grundlage geschaffen haben und also eine farbliche, einen Untergrund, und haben dann die Effekte, die das Bild spannend gemacht haben, die haben wir dann oben drauf gelegt. Heute möchte ich gerne alles miteinander verschmelzen, und wie das funktioniert, ich nehme euch mit, Schritt für Schritt, und zeige es euch. Also begleitet mich gerne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben 10 Farben und Weiß. Dann möchte ich gerne nochmal mit ganz normalem Haushaltsschwamm arbeiten und möchte immer jeweils eine Farbe auf eine Seite des Schwammes auftragen. Und weil die Farben sich nicht so miteinander vermischen sollen, nehme ich halt immer für jede Farbe eine Schwammseite sozusagen. Und weil wir 10 Farben haben, brauchen wir 5 Schwämme und für das Weiß auch einen Schwamm. Dann brauche ich 2 Baumarktpinsel. Wir brauchen wieder die kleine Geheimwaffe Butterbrotpapier, um schöne Effekte mit den Farbflächen zu machen. Und wir starten. Alles Material, alle Farben schreibe ich euch ganz genau auf. In der Videobeschreibung könnt ihr nachlesen, welche Farbnummern, welche Farbtypen das sind, welches Material wir benutzt haben. Das könnt ihr dann ganz entspannt nachlesen. Wir starten mit Türkis. Wir haben unseren Schwamm. Ich nehme ungefähr von der Portion her wie eine Haselnuss. Nehme ich Farbe auf den Schwamm auf und streife einfach die Farbe mal so ab. Nicht nur so einen kurzen Wisch, sondern ich möchte ruhig mal ein bisschen größer die Fläche machen, die ich mit dem Schwamm erzeuge. Dann nehme ich schon direkt die Rückseite und nehme mir ein Grün, sondern auch wieder so etwas weniger als Haselnussgröße, und streife mit dem Schwamm so halb durch die nasse türkise Farbe und streiche das einfach mal so nach oben. Die Farbe sollte dann gleich nicht ganz trocken sein, aber auch natürlich nicht so ganz extrem viel drauf. Also bitte darauf achten, so Haselnussgröße. Hier lege ich noch ein bisschen nach, war ein bisschen wenig. Hier gehe ich dann mit dem Türkis nochmal wieder durch. Und so möchte ich gerne mit den verschiedenen Farben mir einfach eine schöne Farbfläche hier in der Mitte aufbauen. Jetzt habe ich Gelb genommen, das ist schönes knackiges Gelb, und ziehe einfach mal hier so durch. Dass sich schon mal Farbe hier auf dem Schwamm vermischt, das ist nicht ganz so schlimm, aber versuchen so sauber wie möglich die Farben jeweils auf den Schwammhälften zu lassen. Jetzt gehe ich mal hin und lege hier schön weiß und ziehe das einmal so durch. Dann nehme ich Orange und lege das mal hier so ab. Von der Bewegung her sind eurer Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt einfach so ein bisschen kreuz und quer machen, wie euch gerade der Sinn danach steht. Jetzt nehme ich hier ein bisschen Neon dazu. Nächste Farbe. Bisschen so ein venezianisches Rosa nennt sich das. Dann kann ich zu dem Neon noch ein bisschen Pink setzen. So. Dann lege ich hier noch so ein bisschen, so ein schönes hellblau, Mint ist das. Lege ich hier noch so zwischen. Dann haben wir noch ein dunkles Türkis. Das lege ich hier mal so ein bisschen hin. Ruhig ein bisschen mehr, das war jetzt ein bisschen wenig, weil wir wollen ja, dass die Farbe tatsächlich noch feucht bleibt.
Damit das gut funktioniert, sollte das Bild auch am Stück gemalt werden, also nicht hingehen und die Effekte in der Mitte machen und dann irgendwie weggehen und dann weitermachen, sondern sich wirklich die Zeit nehmen, in einem Rutsch sozusagen das zu machen. Ich gehe mal hier hin, machen wir hier dunkelblau. So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Weiß, lege ich hier wieder hin, ruhig. Weiß kann man ruhig wirklich ordentlich nehmen. Hier oben lege ich mal Gelb hin. Dann lege ich hier mal Orange hin. Muss schon nachtanken. Ich habe schon mal Neon Pink genommen und nochmal Orange. Und setze jetzt hier nochmal so einen Orangeneffekt. Hier oben mache ich mal so ein Pink. Guckt mal, sieht schon ganz dynamisch aus, wenn man immer so den Schwamm so wegzieht, dann hat das wie so ein Schweif, die Farbfläche, und dadurch sieht es aus, als wenn die Farben so ins Bild reinfliegen. Ich drehe mir mal die Leinwand. Ich merke gerade, ich brauche gar nicht so viel erklären, weil es ja wirklich total einfach ist. Ich achte immer drauf, dass man so ein bisschen kontrastreiche Farben so nebeneinander setzt, dass so ein bisschen dass ich mal in die Richtung wische und mal in die Richtung wische, dass ich mal weiß, also einfach so ein bisschen, ja, mal weiß, mal orange, dann wieder weiß und pink und weiß und türkis und so. Das mischt sich dann hinterher halt schön, weil ich ja weiß, was ich noch vorhab. Also schaut mal, ich habe wirklich so ein bisschen dicker die Farbe aufgetragen. Und jetzt drehe ich es wieder rum, wie ich es gemalt habe, und möchte jetzt schon hingehen und möchte gerne mit Butterbrotpapier Effekte machen. Und zwar also es sieht so ganz witzig aus, aber es wird noch besser, wenn man das mit dem Butterbrotpapier macht. Und zwar lege ich einfach das Papier hier ab. Das habe ich schon jetzt in den letzten, wie ich ziehe den Ring aus, der gibt Kratzspuren. Das habe ich jetzt schon öfters in den Videos gemacht mit dem Butterbrotpapier, weil es einfach eine geniale Möglichkeit ist, Effekte ins Bild zu bringen. Jetzt nehme ich dieses abgezogene Papier, lege es erstmal zur Seite. Dann nehme ich mir noch ein Papier. Lege das in die Mitte, mache das gleiche, reibe so ganz leicht, nicht so extrem fest, aber so ganz leicht, dass es anhaftet, das Papier. Nehme es wieder ab, lege es zur Seite. Und nehme das dritte Papier, gehe nach ganz außen, mache das gleiche wieder. Nehme jetzt das letzte Papier von ganz außen, drehe das von mir aus einmal um und lege es mal hier ab. Schaut mal, dann überträgt man im Grunde genommen die Farbe von der einen Seite auf die andere Seite. Und es gibt total schöne, einfache, aber effektvolle Farbverläufe und Effekte ja ins Bild rein. Das finde ich total super. Und es ist ja wirklich ganz einfach. Jetzt nehme ich mal diese Farbpalette und lege die hier ab. Einfach so, wie euch der Bauch entscheidet. Macht das einfach. Kann man das immer nur umdrehen. Jetzt haben wir
ja, die im Grunde genommen diese Streifen, die durch den Auftragen mit dem Schwamm entstanden sind, die haben wir durch das Butterbrotpapier weggenommen, haben Effekte mit dem Butterbrotpapier erzeugt, haben Farbe von rechts nach links übertragen, also ein bisschen aufs Bild verteilt, und da haben wir jetzt ein super schöne Effekte in der Mitte. Und ich möchte jetzt hingehen und nehme jetzt meinen Baumarktpinsel, habe den in weiße Farbe eingetaucht, auch wieder so nicht zu wenig, nicht zu viel, und gehe jetzt an die Ränder dieser feuchten Farbflächen und versuche die mit dem Weiß aufzulösen. Da kriegt man eine ganz weiche Farbfläche hin. Schaut mal. Und so verschmelzt man quasi die Fläche mit den Effekten, mit einer schönen, ruhigen Fläche. Und so, wie gesagt, verschmilzt alles miteinander. Und ich zeige euch mal, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Man muss so ein bisschen auf dem Pinsel ein bisschen Druck ausüben. Ich merke das oft in den Malkursen, dass die Leute sich nicht trauen, den Pinsel auch mal ordentlich ranzunehmen. Der geht ja nicht kaputt, der beschwert sich nicht. Und ich nehme hier nochmal Weiß auf. Und ich lasse einfach zu, dass sich so die Farben jetzt, ich verwende immer den gleichen Pinsel, dass sich jetzt die Farben so ein bisschen miteinander vermischen. Immer viel Weiß nehmen, damit es keinen schmuddeligen Farbton gibt. Durch das Verreiben mit dem Pinsel entstehen auch Pinselstriche. Um die wegzubekommen, nehme ich nochmal Butterbrotpapier. Nehme nochmal so ein bisschen überschüssige Farbe ab. Und dadurch gehen so ein bisschen die Pinselstriche weg. Und dann würde ich diese Seite erstmal so lassen. Schaut mal, wie schnell es ging jetzt. Für diese Seite nehme ich mir einen frischen Pinsel, nehme nochmal Weiß hinterher, nehme den frischen Pinsel und mache das gleiche, was wir hier unten gemacht haben, und male an die Farbränder ran und versuche da so ein bisschen die nochmal aufzulösen, um quasi das Weiß mit der jeweiligen Farbe, die dann da am Rand ist, so zu vermischen. Wie gesagt, den Pinsel ruhig ordentlich einsetzen. Schaut mal, wie cool das geworden ist schon. Ich nehme hier nochmal den ersten Pinsel. Was sagt ihr? Wie cool, wie schnell und wie super schön bunt und toll das geworden ist und wie einfach das wirklich geht. Versucht das unbedingt, das ist total schön und macht total Spaß. So, jetzt ergänze ich hier aber nochmal, weil hier waren so ein paar nackte Stellen. Hier gehe ich nochmal mit Neon rein. Ich gehe noch mal mit ein bisschen Gelb dazu. So, und lege einfach noch mal da Farbe hin, wo ich Lust habe, dass sie ist. Also ganz unkompliziert kann man hier vorgehen. Einfach mal mit den Farben spielen,
bisschen ausprobieren, immer ganz kleine Schritte gehen, damit man sieht, was passiert und dann direkt reagieren kann, wenn es vielleicht nicht so toll aussieht. Und ansonsten einfach mal jetzt den Schwamm vielleicht mal so ganz leicht nur nehmen, mal so drücken. Jetzt kann ich das hier auch mal so machen. Hier gehe ich noch mal mit Orange, mit den Resten, gehe hier noch mal so drüber, ziehe so ganz leicht vielleicht auch mal nur den Schwamm drüber, dann entstehen auch coole Effekte. Hier gehe ich auch noch mal mit Weiß ran, damit so ein bisschen die Übergänge zum Rand dann noch ein bisschen spannender sind. Ja, das ist eine gute Idee, das gefällt mir super. Dann wird das auch noch mal ein bisschen frischer. Das mache ich hier oben auch. Das ist echt schön. So also ganz leicht. Nimm so Farbe und ziehe so leicht, als wenn die Leinwand explodieren würde, wenn ich zu feste drücke. Und dass nur so ein kleiner Abrieb da entsteht. Und das Weiß, das macht das Ganze noch mal so ein bisschen frischer. Was meint ihr? Sieht gut aus, ne? Also ich finde es super. So, jetzt habe ich mich entschlossen, dass ich gerne noch einen Effekt mit ins Bild nehmen möchte. Und zwar habe ich hier so eine ausgediente Karte aus dem Portemonnaie, so eine kleine Plastikkarte wie eine Bankkarte. Und nehme diese Karte, habe hier nochmal auf meine Palette schwarz gelegt und tauche die Karte so ganz leicht in die Farbe ein, dass an der Kartenkante ein ganz klein bisschen Farbe hängt. Dann nehme ich die Karte und jetzt müsst ihr echt mutig sein und ziehe die einfach so mal durchs Bild. Nehme wieder ein bisschen Farbe auf. Nehmt euch dann ein Tuch dazu, macht die zwischendurch ein bisschen sauber. Dann tauche ich nochmal in die Farbe ein und mache hier nochmal so einen ganz spontanen Effekt. Dann gibt das so ein bisschen, das ist so ein bisschen zu harmonisch gewesen. So gibt es jetzt nochmal so einen kleine Spannung da rein. Ich versuche noch was. Ich nehme jetzt die kürzere Seite der Karte, tauche die auch wieder in die Farbe. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen Abdruck gemacht, so einen kleinen. Und ziehe jetzt noch mal hier so ein bisschen durch. Hier vielleicht. Hier oben die Spitze, die will ich ein bisschen weiter rausziehen. Und jetzt müsst ihr noch mal mutig sein. Die Farbe ist noch schön nass und ich möchte einfach gerne mal so, als wenn ich hier so ganz mutig was reinschreiben würde und kratze einfach mal hier so ganz spontan wie so ein wilder Tanz durch die Farben durch. Und ich glaube, das war super. Nicht, ich glaube, das war super. Das gefällt mir richtig gut. Schaut mal, das ist richtig Spannung drin. Durch die Kratzer in der Farbe. Hier die weichen Übergänge. Man muss wirklich einfach zwischendurch mutig sein. Das einfach ausprobieren, machen. So würde ich die Fläche jetzt super gerne lassen, weil ich finde das auch wieder total schön bunt und total ansprechend und richtig schön. Aber was noch nicht gemacht ist, ist der Rand. Ich möchte gerne diesmal, ich mache ja normalerweise ganz gerne schon mal so einen optischen weißen Rahmen.
Aber ich glaube, diesmal würde ich gerne das einfach so ein bisschen an die Außenfarbe so ein bisschen anpassen. Ich habe ja noch die Farbe hier auf dem Pinsel, die nutze ich. So, schaut mal, ich habe die Ränder jetzt einmal drumherum gemacht. Ich habe alles hier ganz hell gemacht, überall. Das hat mir jetzt am besten gefallen. Ich zeige euch nochmal diese total spontanen Kratzeffekte mit dem Schwarz. Das finde ich, hat jetzt richtig schön Spannung ins Bild gebracht auch. Ihr habt gesehen, wie einfach das jetzt umzusetzen war. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr halt schöne Farbkompositionen nehmt. Wenn ihr euch vielleicht unsicher seid, dann nehmt einfach die Farben, die ich euch vorgeschlagen habe, die ich jetzt hier im Bild benutzt habe. Da könnt ihr eigentlich fast nichts verkehrt machen. Ganz wenig dunkelblau nur, weil das sonst Bild viel zu dunkel wird. Einfach nur eine Stelle und so ein bisschen mit dem Abdruck da an einer anderen Stelle vielleicht noch was dunkelblau zulassen. Und ansonsten mit viel Weiß, immer viel Weiß reinmischen. Dann wird es immer fröhlich und immer frisch sein. Und schöne helle Farben nehmen. Also wie gesagt, als Anfänger würde ich definitiv auf die Farben zurückgreifen, ein bisschen experimentieren und alle, die ein bisschen fortgeschrittener sind, die können ja sagen, Mensch, ich nehme da mal meine eigene Farbpalette, probiere da ein bisschen aus. Diese Abdrücke mit dem, schaut mal hier, mit diesem tollen Butterbrotpapier, das funktioniert auch echt immer super, weil man da einfach meistens hat man vielleicht irgendwo überflüssige Farbe und die nimmt man damit weg und macht aber gleichzeitig auch einen Abdruck. Und das mit dem Schwarzen, mit der Karte so dynamisch mal so durchgehen, erfordert ein bisschen Mut. Ich muss zugeben, ich habe dann auch mal so einen kleinen Schluckmoment, wo ich denke so, machst du jetzt das Richtige? Aber ich gebe meistens meinem Bauchgefühl nach und das ist nicht immer richtig, aber oftmals und belohnt mich dann hinterher mit schönen Effekten und mit viel Freude am Malen auch vor allen Dingen. Es macht halt natürlich auch unheimlich Spaß, wenn man merkt, so beim ersten schwarzen Effekt, oh, das sieht gut aus und dann machen die nächsten halt richtig viel Spaß. Auch mit dem Reinkratzen kann man auch fast nichts verkehrt machen. Das hat aber tatsächlich immer richtig gute Ergebnisse und macht das Bild einfach spannender. Ich finde es immer toll, wenn man davor steht und sagt, oh, guck mal hier, das sieht ja toll aus, die Farbkomposition und das Reingekratzte und mir gefällt das unheimlich gut und ich hatte riesen Spaß und ich hoffe, wenn ihr das Bild auch malt, ihr habt auch richtig, richtig viel Spaß und vergesst nicht, abonniert meinen Kanal, ich würde mich total freuen und ihr motiviert mich natürlich mit euren lieben Kommentaren immer das auch weiterzumachen, mir was Tolles für euch einfallen zu lassen. Schöne Effekte mit Acrylfarben zu arbeiten, macht halt einfach unheimlich Spaß, weil es gibt fast keine Grenzen. Man kann alles ausprobieren, man kann alles machen und begleitet mich weiter. Ich würde mich total freuen und ich versuche euch immer wieder neuen Input zu geben, neue Techniken, Werkzeuge, Effekte, Farbkombinationen, was auch immer ihr für eure Projekte mitnehmen könnt, beziehungsweise als Anfänger, ich hoffe, ich kann euch motivieren, einfach mal loszulegen und auszuprobieren. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid und ich freue mich schon auf unser nächstes Video und sage bis dahin, macht's gut, eure Andrea.